Der Himmel über mir ist bedeckt, Wind ist aufgekommen und irgendwie scheint es, als ob bald mit einem Regenguss zu rechnen ist. Trotzdem habe ich im Hafen von Nagasaki ein kleines Schiff bestiegen. Ich will mir eine Insel näher anschauen, aber eine besondere. Circa 45 Minuten dauert die Bootsfahrt durch die Bucht von Nagasaki zu der kleinen Insel Gunkanjima. Genauer gesagt ist es eine Zeitreise. Zurück in einen Abschnitt japanischer Industriegeschichte. Kommen Sie mit, es lohnt sich. Und bald klicken die Fotoapparate, die Smartphones werden gezückt. Und da liegt sie auch schon vor mir, die Insel Gunkanjima. Eine einzige dunkle Betonruine auf einem Felsen mitten im Meer. So viel steht fest, die Insel ist unbewohnt. Zusammen mit anderen Neugierigen gehe ich an Land und lasse das Ganze auf mich wirken. Von Gunkanjima aus trieben bis 1974 japanische Bergleute Stollen unter das Meer und förderten Kohle zutage für die heimische Schwerindustrie. Zeitweise lebten auf der Kohleinsel mehr als 5200 Arbeiter und Familienangehörige. Ach ja, und die alten Gemäuer der Wohn- und Werksanlagen dienten doch tatsächlich den Machern des James-Bond-Streifens Skyfall als Inspiration. Vielen Fotoenthusiasten jedenfalls dürfte diese Betonkulisse jede Menge lohnende Motive bieten. Bis irgendwann der Zahn der Zeit, die Salzluft und das Meerwasser Gunkanjima den Rest gegeben haben. Vor der Küste Kyushus ragen zahlreiche Inseln und Inselchen aus dem Meer. Zu Japan gehören mehr als 6500. Eben ein Inselstaat. Diesmal führt mich ein Ausflug weiter nördlich von Nagasaki nach Ikeshima. Da ist sie, auch so eine ehemalige Kohleinsel. Schon bei der Einfahrt in den Hafen überkommt mich das Gefühl, einen Zeitsprung gemacht zu haben. Am Dock, alte Förderanlagen und Verladekräne rosten vor sich hin. Das alles wirkt auf mich so, als hätten die Bergleute Ikeshima fluchtartig verlassen. Doch das war nicht so. Rückblende. Bis 2001 war Ikeshima ein florierendes Kohlebergwerk. Aus der Tiefe der Mine holten die Kumpel das hervor, was Japan in den Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs dringend benötigte. Kohle für die Stahlindustrie. Wie auf Gunkanjima. In dieser Zeit lebten hier bis zu 7000 Menschen. Ikeshima, eine Insel im Dornröschenschlaf. Und doch leben hier Menschen und stemmen sich gegen die Kräfte der Natur. Etwa 100 sind es, die Ikeshima bewohnen und sogar hier arbeiten. Horinuichi Kenji ist einer von ihnen. Er will mich in die Stollen führen. Dorthin, wo früher die Kohleflöze abgebaut wurden. Die alte Lorenbahn rumpelt über die Gleise, vorbei an verlassenen Werksanlagen und schließlich raus aus dem Tageslicht ins Innere des Berges. Zwar wird hier keine Kohle mehr gefördert, aber als Leerbergwerk taugt die Anlage immer noch.
Rohre und Stromleitungen scheinen intakt. Bergmann Kenji hat 56 Jahre in der Kohle verbracht. Er zeigt mir die Ausrüstung der Kumpel damals. Das muss unter Tage eine körperlich anstrengende, gefährliche Arbeit gewesen sein. Dann geht es weiter, immer tiefer in den Stollen. Die Lichter der Grubenlampen tanzen über ein unübersichtliches Gestrüpp von Schläuchen, Leitungen und Rohren. Links und rechts teilweise schwere Maschinerie, aber längst in Totenstarre verfallen. Von der Decke tropft Wasser und sammelt sich in zahllosen Pfützen. Herr Kenji ist ganz in seinem Element. Die Zähne eines Walzenladers, wenn auch schon reichlich abgenutzt. Ungetüme dieser Art fraßen sich im Steinkohlebergbau vielerorts durch die Flöze. Die Folgen der maschinellen Förderung: höhere Erträge, auf Dauer niedrigere Kosten und weniger körperliche Arbeit für die Bergleute. Mit dieser Fräse wurde sehr effektiv die Kohle aus dem Gestein gelöst. Und damit sich dann von oben das Gebirge nicht absenkt oder runterbricht, hat man diese Hydraulikstützen immer mitgeführt, um die Decke quasi abzustützen. Auch wenn die Arbeit unter Tage zusehends mechanisiert war, Handarbeit und Muskelkraft gehörten weiterhin dazu. Klingt wie ein Schlagschrauber beim Reifenwechsel. So, jetzt probiere ich es auch mal. Okay, gut? Okay. Okay. Nice, very good. Um 11:02 Uhr schmolz das Zifferblatt der Wanduhr. Es war der 9. August 1945, als über Nagasaki die zweite amerikanische Atombombe fiel, nach Hiroshima. Die Explosion der Plutoniumbombe trieb seinen Atompilz in rund 18 Kilometer Höhe. Am Boden hinterließen Druckwelle und Hitzestrahlung sofort etwa 22.000 Tote und 42.000 Verletzte. Mindestens. Die Urakami-Kathedrale, hier in Teilen nachgebildet, stand nur 500 Meter vom Explosionszentrum entfernt. Die Augen der Madonna verglüht. Im Atombombenmuseum der Stadt macht selbst schon ein Modell der Plutoniumbombe den Schrecken dieses Tages greifbar. Ich sehe Fotos einer Wand, auf der sich wie Schatten die Körper von Menschen eingebrannt haben, durch die Wärmestrahlung verdampft. Der Rundgang durch das Museum stimmt mich traurig und demütig. Das Leiden der Opfer berührt mich, von denen viele noch Jahrzehnte nach dem Bombenabwurf an radioaktiver Verstrahlung gestorben sind. All das Grauenhafte hier zu sehen, ist wahrhaftig keine leichte Kost, aber wichtig und lehrreich. Denn diese Ausstellung zeigt sehr eindringlich, wie sehr die Atommächte weltweit noch immer auf ihre Arsenale von Nuklearwaffen setzen, trotz deren apokalyptischer Wirkung, die der Mensch nicht im Griff hat. Einen Pfeiler der zerstörten Urakami-Kathedrale hat man hierher gebracht, wo das Explosionszentrum war. Als Mahnmal.
Takashi Miyata hat das Inferno erlebt. Ich wurde hier 1939 geboren. Als die Bombe explodierte, war ich 5 Jahre alt. Unser Haus stand 2,5 Kilometer entfernt, auf der anderen Seite des Berges. Ich erinnere mich noch gut daran, wie auf einmal diese B-29-Bomber über mich hinwegflogen. Was ist das, dachte ich. Dann ließen sie die Bombe fallen. Hier, ganz in der Nähe. Ich wusste ja gar nicht, was das war. Diese Explosion, dieser Lichtblitz. Wir nennen das auf Japanisch Pikadon. Pikadon. Unser Haus war fast völlig zerstört. Doch glücklicherweise blieben meine Mutter und ich unverletzt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass nach der Explosion überall verbrannte Leichen lagen. Die Leute um mich herum waren völlig konfus und schrien um Hilfe. Ich konnte das alles überhaupt nicht begreifen. Ich war ja auch gerade erst 5 Jahre alt, aber mein Vater hat zu helfen versucht und später erzählt, dass etwa 100.000 Menschen schwer verletzt worden sind. Ich weiß auch noch, wie eines Nachts eine Frau zu uns kam und um Wasser bettelte, um Wasser. Ihr Körper war sehr stark verbrannt, einfach überall. Doch als meine Mutter ihr Wasser reichen wollte, da war es schon zu spät. Sie war tot. Das war das erste Mal, dass ich so etwas gesehen habe. And my mother's water supply, but not yet drink, and died, and in front of my eyes. My eyes also, for me, that's the first time to see that corpse that way. Takashi Miyata und ich gehen nur ein paar Schritte hinüber zu dieser Steinstele. Sie markiert den Ort, über dem in 470 Meter Höhe die Plutoniumbombe gezündet worden war und die schließlich das Leben des Mannes verändert hat, wie er mir sagt. Nach meiner Pensionierung habe ich zusammen mit anderen Überlebenden viele Male über all diese Erlebnisse und Erfahrungen gesprochen. Ich habe die Bombe erlebt und ich nutze die Zeit, die mir noch bleibt, das auch weiterhin zu tun, gerade gegenüber jüngeren Generationen. Und noch einmal nimmt mich Takashi Miyata mit. Diesmal zu diesem Flüsschen in der Nähe, das da so lustig vor sich hin plätschert. Der 80-Jährige wiederholt, dass sauberes Wasser damals das Dringendste war, was die Überlebenden brauchten. Zumal das meiste Wasser schon radioaktiv verseucht war. Ich hoffe, dass diese Bombe über Nagasaki die letzte gewesen ist, die eingesetzt wurde. Kein weiteres Nagasaki und auch kein zweites Hiroshima. Sie sind willkommen, sich das alles hier anzuschauen, sich zu informieren und diese Forderung ebenfalls zu verbreiten. Wir haben die Bemühungen jedenfalls nie aufgegeben, für den Frieden zu arbeiten und dieses so wichtige Anliegen hinaus in die Welt zu tragen. Bis heute dürften in Nagasaki insgesamt mehr als 180.000 Menschen durch die Bombe und ihre Folgeschäden ihr Leben verloren haben. Daher wünsche auch ich, Nagasaki muss die letzte Stadt bleiben, auf die eine Atombombe gefallen ist. Auch dieses Mahnmal erinnert an die Opfer der Atombombe. Im lebensspendenden Wasser glitzern 70.000 Lichtpunkte. Jeder einzelne steht für ein ausgelöschtes Leben. Von oben gesehen verschmelzen sie zu einer hellen Fläche.
Ich lese daraus, dass jedes Leben bedeutsam ist und bewahrt werden muss. Ich hoffe, Ihnen hat mein Ausflug durch Nagasaki gefallen. Hier müssen wir uns leider voneinander verabschieden, aber ich werde mich jetzt noch ein bisschen in dieser wunderbaren Stadt umsehen. Sayonara und auf Wiedersehen, Ihr Michael Roll.